Ja, hi Leute. Wir haben die nächste Folge vor uns und zwar geht es heute um Lucanus hermanni oder Hermanni. Ich weiß gerade nicht genau, nach wem diese Art benannt ist, ob es ein Deutscher oder ein Engländer oder was auch immer war. Sagen wir mal Hermanni. Und ja, dieses Exemplar hier wurde 2011 im Juli in Gongcheng in der Guangxi-Provinz in China gesammelt und ja, ist für die Verhältnisse dieser Art recht klein. Die können auf jeden Fall über 80 mm groß werden. Und hier haben wir bei ihm ja, 63,5. Ja, ist in Ordnung. Kein Riese. Ja, und bei dieser Art gibt es Verwechslungsmöglichkeiten. Und zwar habe ich die euch hier mitgebracht aus meiner Sammlung. Und zwar haben wir hier rechts, die sind noch am ehesten von den Hermanni zu unterscheiden, Lucanus formosanus, kommt auf Taiwan vor. Und dort gibt es die in 3 verschiedenen Formen. Allerdings sind das keine Unterarten im Norden, Süden und in Zentral-Taiwan. Das ist, glaube ich, die zentrale Form. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Die hatten wir damals lebend mal bekommen. Ich weiß leider nicht, wie die Nachzuchtrate da war. Auf jeden Fall werden die nicht mehr angeboten. Deswegen denke ich mal, dass das wohl nicht so super geklappt hat. Ich hatte nur lebende Männchen in einer ziemlichen Größenbreite. Habe aber jetzt nur das größte Männchen hier mitgebracht. Und wenn ihr jetzt mal vergleicht, ich versuche ihn mal irgendwie hier dazwischen zu legen, fällt schon auf, bei Formosanus sind die Mandibeln deutlich mehr nach außen gebogen, nicht ganz so gerade und die typische spitze Gabelung vorne und ein starker medianer Zahn. Das ist bei den anderen Arten hier nicht der Fall. Sie haben zwar vorne diese Gabelung, aber nicht noch einen starken medianen Zahn in der Mitte der Mandibeln. Ja, auch die Kopfform kann man bei Majormännchen recht gut voneinander unterscheiden. Und ja, Lucanus hermanni hat hier so einen Keil zwischen den Mandibeln. Den hat Formosanus auch, allerdings nicht so lang und schmal. Ja, also wie gesagt, ich finde, die beiden Arten kann man recht gut voneinander unterscheiden. Dann haben wir hier in der Mitte einen Lucanus laminifer und die ähneln sich dann schon wieder etwas mehr. Auch hier die Kopfform etwas verschieden, leicht behaart auf der Oberseite und allgemein etwas heller. Und die Beine sind bis auf die Knie gelb-orange gefärbt und der Keil zwischen den Mandibeln fehlt. Darüber kann man die super unterscheiden. Wenn der Keil fehlt, ist es vermutlich laminifer. Es gibt noch Lucanus angusticornis ohne Keil, der auch ähnlich aussieht, aber da sind die Mandibeln deutlich geschwungener. Habe ich leider noch nicht in der Sammlung, findet man recht selten. Ja, und hier rechts ist ein Highlight aus meiner Sammlung, und zwar ein 85,5 mm großes Männchen von Lucanus planeti oder Planet-I, aber weiß ich auch nicht wen, also ja, Planet, aber wie er ausgesprochen wird, weiß ich nicht, ob er Englisch oder Deutsch ausgesprochen wird. Ja, hier gibt es eigentlich die stärksten Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Arten. Allerdings kann man die recht gut voneinander unterscheiden. Wenn man zum einen auf diesen Keil zwischen den Mandibeln guckt, der unterscheidet sich deutlich in der Form. Der ist bei Lucanus planeti deutlich stärker noch gegabelt am Ende, oder deutlich längere Spitzen und auch allgemein breiter. Auch er ist leicht behaart, ähnlich wie laminifer, und auch etwas heller in der Färbung. Wobei Färbung eigentlich, also in den Nuancen, nicht wirklich ein eindeutiges oder eigenständiges Bestimmungsmerkmal sein sollte. Abgesehen von den Beinen.
Da kann man es recht gut sehen, denn wie bei Laminifer auch, sind hier bis auf die Knie bei Lucanus planeti alle, ja, also Tibien und Femora sind gelb-orange. Und bei Lucanus hermanni sind bloß die Femora gelb-orange gefärbt, die Tibien aber nicht. So, und noch ein weiterer wichtiger Unterschied, wenn ich jetzt ihn hier so halte, ich weiß nicht, ob, ja, doch. Hier hat Lucanus hermanni noch recht zur Basis der Mandibeln hin einen spitzen, langen Zahn, ähnlich wie auch hier die Formosanus, allerdings fehlen diese bei Laminifer und planeti und sind auch ein wichtiges Bestimmungsmerkmal für Lucanus hermanni. Ansonsten haben diese drei Arten hier recht gerade nach vorne laufende Mandibeln, nach unten sind sie gebogen, aber nicht zu den Seiten hin und dazwischen unregelmäßig gesägte Zähne. Ja, aber wenn man die Tiere direkt nebeneinander hat, dann kann man die ziemlich gut voneinander unterscheiden. Okay, dann kommt er mal wieder zurück und ja, ich glaube, die waren auch mal lebendig in Deutschland, aber habe ich auch nicht mehr von Nachzuchterfolgen gehört. Sehr, sehr schade. Gerade die Lucanus-Arten sind ja meine Lieblinge und ja, da passiert leider relativ wenig in der Zucht, weil sie auch eben schwer zu bekommen sind. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich denn die Mandibeln nachher aufspreize, ob ich sie ganz aufspreize, das gefällt mir weniger, oder nur so halb. Ich denke, ich werde es so machen. Ja, und bei diesen Lucanus-Arten mit diesen ganz langen, dünnen Mandibeln kommt es öfter schon mal vor, dass die Mandibeln nicht symmetrisch sind, sondern dass mal eine ein bisschen anders geformt ist als die andere. Das ist da ganz natürlich. Ja, okay. Dann fangen wir einfach mal an.
Okay, das war's jetzt erstmal. War ziemlich schwierig, weil die Beine, Tarsen, Fühler nicht so wirklich wollten, wie ich wollte. Und musste da einige Male nochmal Teile, die vorher schon fertig waren, umstecken, weil sie wieder verrutscht sind, weil ich woanders was gemacht habe. Ja, wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig perfekt sein beim Abnadeln. Das kann man jetzt halt schlecht sehen mit den ganzen Nadeln, ob da jetzt was nicht ganz symmetrisch ist, aber ja, egal. Wird schon passen so. Ja, dann sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Okay, der Käfer hatte jetzt eine Woche Zeit zum Trocknen und ja, sollte soweit sein, dass man ihn abnadeln kann. Und dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt ohne die ganzen Nadeln aussieht. Ich hatte ja vor allem hier oben in dem Bereich ein paar Problemchen. Aber ich denke, das werde ich doch irgendwie noch gut gerettet haben. Ja. Habe jetzt übrigens ein Intro für die Präparationsserie mal gemacht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt oder ob ich es besser weglassen soll. Ja, ich finde es eigentlich ganz okay und bin mal auf eure Meinung gespannt. Ihr könnt mir auch immer gerne in den Kommentaren schreiben oder über eine Nachricht, was ihr momentan so präpariert oder züchtet, würde ich auch gerne mal wissen. Und ja, doch, das ist doch eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis, würde ich mal sagen. Und ja, bin froh, diese Art endlich in meiner Sammlung zu haben. Wenn auch jetzt kein Riese, aber das ist ja nicht die Hauptsache. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann.